Und wir haben jetzt schon ein paar Jahre kämpfen wir für sie und die Oma nebendran auch. Und wir versuchen eigentlich immer ein bisschen das Positive anzuschauen. Und wenn sie ab und zu ein bisschen einen schlechten Tag hat, kann ich sie immer ein bisschen motivieren. Irgendwie, wenn es auch nicht geht, bin ich ein bisschen traurig, aber das schaffe ich immer wieder. Ja, du weißt, das ist der mit dem Bagger da, weißt du? Ja. Ja, und eben Elvira ist einmal... Ja, ich bin halt immer in der Mitte gestanden. Wenn jemand gekommen hat und hat gesagt, du kannst ruhig aufmachen, du kannst auch mal das machen. Dann habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Keiner hat es geglaubt, dass sie krank ist. Oder? Herr Jürgen hat man sie auch nicht angesehen. Oder? Okay. Das ist es. Und sie hat sogar noch gearbeitet. Ja. In Säckingen. Und da ist sie zweimal umgefallen und unter den Kopf gelegt, mit dem Kopf unter dem Ding gelegt. Oder ist sie umgefallen und wir haben nicht gewusst. Da war sie zweimal kurz im Krankenhaus. Okay. Ja. Und da ist halt dann das Meer rausgekommen. Ja. Das ist in Freiburg. Nach Freiburg. Ist Freiburg unten. Okay. Ja. In Freiburg. Die haben sie auch in Freiburg operiert an der Beine. Okay. Wo gar nicht nötig gewesen ist. Die haben einfach zwischen den Oberschenkeln haben sie einen Schnitt oder ein Loch gemacht und dann haben sie wieder eine Spirale reingemacht, weil sie ist eben krumm gelaufen, oder krumm. Okay. Und dann hat es geheißen, durch das Krumme tut es dann auch wieder irgendwie so stabilisieren, dass es eigenmaßig gerade läuft. Oder? Okay. Am Anfang hat es ausgesehen, als könnte gut werden und dann ist plötzlich der Bein, der operiert war, ist dann plötzlich wieder zurückgegangen und dann ist das andere Bein auch wieder zurückgegangen. Ja. Und dann haben sie eben nochmal einen Arzt gefunden, in Rheinfelden, und dann hat er gesagt, warum haben die das operiert? Ja. Das wäre nicht nötig gewesen. Ja, der Rollator war für sie am Anfang ein ziemlich schweres Kapitel, weil sie ich kann glauben, sie ist noch so jung und ich mit so etwas muss durchs Dorf laufen. Ich bin doch noch keine alte Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht ja nicht um die alte Frau, es geht ja darum, dass du eine Stabilität hast. Wenn du müde bist, kannst du abhocken, du kannst dich auch ein bisschen erholen und dann kannst du wieder weiterlaufen. Und was halt ist, du hast noch 2 Bremsen, also wenn es mal bergab geht, kannst du sogar noch bremsen, wie man dort von gesagt hat. Dann hat sie mal kurz gelacht, aber sie hat lange gebraucht, bis sie dann mal plötzlich... Ja, ich bin dann mit ihr gegangen. Sie hat noch, wie heißt der da? Therapeut. Ja, mit Therapeut, ja. Dann habe ich gesagt, komm, ich laufe runter mit dir, ich warte dann draußen. Das hat sie jetzt erst, dass ich den Freund habe. Okay. Also der Freund hat ihr jetzt auch ein bisschen Motivation gegeben. Also jetzt sie tut jetzt auch, sie haben jetzt auch immer im Auto rein, den Rollator, oder? Und wenn sie jetzt einmal wegfahren, können sie auch ein bisschen, nimmt er den Führer und jetzt hat sie sogar richtig Mut und sagt, mit dem gehe ich jetzt schon ein bisschen raus, oder? Jetzt hat sie schon mehr Mut. Aber die ersten 2 Monate hat sie schon ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil sie jung war und sie hat es nicht begreifen, dass ich als junges Mädchen mal da näher. Ja, und keiner hat es geglaubt. Keiner, das ist ja so ein kleines Dorf. Man heißt Kleindorf. Ist ja, das Dörfli halt. Aber das kann man nicht aussuchen. Aber jetzt ist es schon besser geworden. Ja. Und jetzt hat sie eine eigene Wohnung, oder? Und seit jetzt die eigene Wohnung hat, finde ich, jetzt hat sie sich auch noch ein bisschen, ist wieder ein bisschen lebendiger geworden, menschlich, oder? Und auch, sie hat wieder mehr Freude am Leben. Oder? Ja, die hat Führerschein gehabt. Ja. Die ist schon Auto gefahren, alles. Mhm. Und auf einen Schlag war weg. Ja, das ist aber halt schon brutal, oder? Wo man dann nach Freiburg versucht. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, man muss weitergehen. Ja, wir haben am Anfang, ich habe einen Kollegen, der hat mir mal das Internet hineingeschaut. Dann hat er mir rausgedruckt, aber ich habe zuerst auch einen Bahnhof wählen, weil ich die Krankheit gar nicht gekannt habe. Ich kenne nur Muskelschwund, oder? Das weiss ich. Aber als ich dann das erste Mal gelesen habe, ist mir auch ein bisschen kalt über den Rücken gelaufen. Also,
es ist schon ein bisschen heftig gewesen, oder? Also, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich denke, für die Menschen, die diese Krankheit haben, ist wichtig, dass die Familie hinter dran steht. Und ein Motivationsschub, einfach mit einer Freude oder mit einem Lachen, bringt eigentlich schon ein wenig etwas. Und einfach nicht behandeln, wie wenn sie schwer krank ist, sondern einfach menschlich bleiben und einfach ein bisschen normal umgehen mit so einem Menschen. Oder? Da wäre eigentlich wichtig in der heutigen Zeit, dass da ein bisschen gemacht wird. Oder? Weil wenn da die Leute ein bisschen begreifen, oder, dass nicht einfach der Mensch besoffen ist, wenn er nochmal hin und her geht, sondern dass man zuerst seinen eigenen Kopf hineinlenkt und sagt, oh, vielleicht ist der Mensch auch krank. Es gibt ja Menschen, die schwer sind oder dick, oder? Das ist eine Krankheit, oder? Und jede Krankheit kann man eigentlich entfassen, wenn man einem Menschen ein Lachen bringt oder einen schönen Tag sagt. Oder? Nicht immer nur mit den Fingern zeigt. Oder?